Torniamo indietro quando eri bambino. Cosa ti ricordi di quando hai iniziato a giocare a calcio, quando eri piccolo? Qual è il primo ricordo? Ich glaube, mein erstes Erlebnis, was ich mich erinnern kann, was mit Fußball zu tun hat, war, ja, als ich sehr, sehr klein war und mit meinem Bruder im Garten gespielt habe und versucht habe, den Ball abzunehmen. Ich glaube, das war mein erstes Erlebnis, was ich mit dem Ball zu tun hatte. Ti ricordi quando hai capito che il calcio non era più solo un sogno, ma poteva diventare un lavoro? Cioè, quando hai capito che potevi diventare un professionista? Ja, es war immer ein Traum von mir, Fußballer zu werden, Profifußballer. Aber dass es wirklich ernst wird, habe ich das erste Mal so in der Akademie erlebt, weil da war jedes Mal morgens Training, abends Training und dann war ich mit 16 das erste Mal in die Nationalmannschaft berufen, Nationalmannschaft Österreich. Und dann wusste ich so, ja, es ist möglich. Mein Bruder, der ist 3 Jahre älter, der war dann schon bei den Profis in Österreich. Und deswegen wusste ich so, ja, ich kann es schaffen, ich muss viel dafür tun, viel arbeiten. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, so, ich kann es schaffen. Dopo i primi anni in Austria, sei cresciuto in Germania, all'Hoffenheim, come ci hai detto prima. Com'è stato per la prima volta andare via dalla tua casa? Come hai vissuto quel momento? Ja, es war nicht so schwierig für mich, weil ich mit 15 oder mit 14 schon nach Wien bin. Das war 2 Stunden von meinem Zuhause. Und deswegen, ich habe schon nicht mehr zu Hause gewohnt und bin dann nach Deutschland. Das erste Jahr war eine Umstellung, aber war nicht sehr schwierig für mich. Ich hatte nie Probleme mit Heimweh. Deswegen, ich habe schnell Freunde gefunden, schnell mich zurechtgefunden. Deswegen war das nicht sehr schwierig für mich. Noch dazu kam die Sprache, Deutsch. In Hoffenheim, die sprechen auch Deutsch. Deswegen war das ziemlich einfach für mich. Quando sei arrivato in Italia, qui a Bologna, anche una nuova cultura, una nuova lingua, un nuovo paese. Ja, die ersten Monate waren schwierig, vor allem mit der Sprache, aber mein Glück war, dass hier Marco war, dass Soriano war hier, Sansone war hier, die haben alle Deutsch gesprochen, die haben mir sehr, sehr viel geholfen und das hat mir einfach alles erleichtert, deswegen bin ich denen auch sehr, sehr dankbar und dann habe ich mich hier schnell eingelebt, habe die Sprache gelernt. Ist immer noch schwierig, aber ich verstehe mittlerweile alles, kann mich auch unterhalten, komme zurecht und deswegen es ist hier wie eine Familie. Bologna ist wie eine Familie, ist alles sehr familiär. Es war auch sehr ähnlich in Hoffenheim, deswegen fühle ich mich sehr, sehr wohl. Facciamo un salto indietro nel tempo. Torniamo a un anno fa. Ti chiedo di essere sincero, di dire la verità. Avresti mai pensato che vi sareste qualificati in Champions League all'inizio dell'anno scorso? Onesto. Also, ich glaube in der Vorbereitung, also wenn ich heute ein Jahr zurückdenke, konnte es niemand wissen, hat es niemand geglaubt, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Es war eine unglaubliche Saison. Ich glaube, wenn wir uns vergleichen mit Anfang der Saison und Ende der Saison, waren wir eine komplett andere Mannschaft. Wir haben uns sehr gut entwickelt. Wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Jeder einzelne Spieler hat sich top entwickelt. Wir haben uns als Mannschaft top entwickelt. Und deswegen konnte das vor einem Jahr niemand sagen, niemand wissen und ich glaube auch niemand glauben. C'è un momento, una partita, un episodio che ti va di raccontarci in cui avete capito che la Champions League non era più un sogno, ma era realtà? Ich kann mich erinnern, ich habe mit Remo gesprochen im Januar, dass jetzt die nächsten 2 Monate sehr, sehr wichtig werden bis zur nächsten Nationalmannschaftspause im März. Und da haben wir gesagt, wenn wir es schaffen, dass wir im März bei der Nationalmannschaftspause noch immer da vorne sind, unter den ersten 6, 7, dann ist alles möglich. Und ich glaube, dann haben wir überragende Spiele gemacht, haben wir
wir waren einfach stark. Wir haben jedes Spiel dominiert und dann standen wir zu dem Zeitpunkt, im März, standen wir, glaube ich, auf Platz 4. Und dann wussten wir, wir haben es in der eigenen Hand, es ist alles möglich. Und so war es dann auch zum Schluss. Da quando tu sei arrivato a Bologna, questa squadra è cresciuta. Secondo te, quali sono i motivi per cui questa squadra oggi è diventata così bella da vedere? Es sind viele Faktoren, sehr viele Faktoren. Ich glaube, wir haben einfach sehr, sehr hart gearbeitet, sehr, sehr viel gearbeitet. Natürlich, jeder hat seinen Anteil dran, auch Thiago Motta hat einen großen Anteil dran, dass wir uns so entwickelt haben. Die Mannschaft ist aber, ja, die hat eine sehr gute Mentalität. Jeder Spieler hat eine sehr gute Mentalität. Wir sind eine junge Mannschaft, wir sind wie eine Familie, wie ich bereits gesagt habe. Wir machen viel zusammen, wir gehen viel zusammen raus, wir gehen zusammen ins Restaurant, wir verstehen uns einfach gut und das sieht man auch am Platz und auch außerhalb vom Platz. Und ich glaube, das ist, was sehr entscheidend ist, dass wir am Platz immer hart arbeiten, uns aber auch außerhalb sehr gut verstehen. Ora ti chiedo di immaginare questa scena. Sei allo stadio, il tifo, il calore dei tifosi, i tifosi che cantano. Che cosa significa per un calciatore giocare una partita? Io ho i brividi in questo momento e non sono del Bologna. Che cosa significa giocare una partita del genere con quel calore, con quell'amore, con quell'affetto dei tifosi? Cosa provi? Ja, es macht mich stolz für Bologna zu spielen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben darf, dass ich für Bologna spielen darf, dass wir solche Erlebnisse wie letzte Saison, ich glaube, das bleibt ein Leben lang in Erinnerung. Jeder lässt sein Herz am Platz, jeder gibt alles. Wir spielen mit Leidenschaft, weil es ist einfach eine sehr, sehr besondere Stimmung hier in Bologna. Die Fans, die Tifosi Bologna sind ja der Wahnsinn. Ich glaube, die ganze Stadt war überwältigt von den Leistungen, die wir gebracht haben und das haben wir auch gespürt. Also wir haben gespürt, die Leute stehen hinter uns und das war was sehr Entscheidendes, auch letzte Saison, dass wir das Gefühl hatten, dass wir eine Verantwortung gegenüber der Stadt haben, den Fans haben und die haben uns einfach dabei sehr, sehr viel unterstützt, das zu erreichen, was wir erreicht haben. L'anno scorso Thiago Motta, adesso Vincenzo Italiano. Che rapporto hai con il mister italiano e vedi già delle differenze tra Thiago Motta e Italiano? Ja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Charaktere. Jeder hat seine Stärken. Aber ich glaube, man sieht jetzt schon, dass unser neuer Trainer Vincenzo Italiano natürlich auch seine eigenen Ideen hat und die er uns im Training sehr gut vermittelt. Sehr emotional ist, sehr laut ist und ich glaube, das brauchen wir auch. Ich glaube, jeder muss jetzt 100% hinter der Idee stehen, die der neue Trainer hat und dann können wir wieder erfolgreich spielen. Tu hai iniziato a giocare da difensore centrale, poi Thiago Motta ti ha spostato terzino. Tu dove ti piace giocare e se già hai parlato con mister Italiano per capire dove lui ti vuole far giocare? Mittlerweile, also ich spiele seit 2 Jahren Rechtsverteidiger, ich spiele in der Nationalmannschaft Rechtsverteidiger. Ich glaube, meine präferierte Position ist rechter Verteidiger, ganz klar. Und ich glaube, auch der neue Trainer sieht mich ganz klar auf der Außenverteidigerposition. Und da ist da die Position, wo ich mich wohlfühle. Ich spiele auch gerne Innenverteidiger, aber ich glaube, rechter Verteidiger ist meine Hauptposition. Per te è il terzo anno con il Bologna, tu sei cresciuto tanto in questo periodo, ti chiedo, 2 anni fa hai segnato 6 gol, l'anno scorso solo 1, ti manca fare gol? Eri un po' il difensore goleador, ti manca fare gol? Sì, ja, klar, also ich glaube, jeder Spieler macht gern Tore. Letztes Jahr war es leider nur 1, aber ich glaube, ich konnte der Mannschaft mit meinen anderen Stärken helfen.
Vor 2 Jahren habe ich 6 gemacht, deswegen hoffe ich, dass ich dieses Jahr wieder an die 6 rankomme. Bisogna essere onesti. L'anno scorso avete fatto una grande impresa, quest'anno sarà molto difficile riconfermarsi. Ti chiedo qual è secondo te l'obiettivo del Bologna, non tanto sul campo, prima hai parlato di identità, di mentalità, da questo punto di vista secondo te qual è l'obiettivo del Bologna? Ja, ich glaube, es ist sehr schwierig zu sagen, wie du gesagt hast. Die Saison wird sehr schwierig. Vor allem wir haben mit Champions League, Coppa Italia und ja, die Liga natürlich sehr viele Spiele. Doppelbelastung ist, ja, ich kenne es aus Hoffenheim. Wir haben in Hoffenheim Europa League, Champions League gespielt. Es wird sehr kräftezehrend. Es werden sehr viele Spiele, es wird uns viel Kraft kosten. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir auch in schwierigen Phasen zusammenstehen, dass wir an unsere Stärken glauben und dass wir das, was wir letztes Jahr gemacht haben, das, was wir gezeigt haben, wenn wir das wieder auf den Platz bringen, dann bin ich guter Dinge, dass wir diese Saison wieder sehr gut abschneiden. Questi sono gli obiettivi del Bologna. Gli obiettivi di Stefan Posch per la nuova stagione quali sono? Ja, ich will meine Leistung wieder auf den Platz bringen. Ich will der Mannschaft helfen, so gut es geht, in jeder Phase. Wenn wir verteidigen, will ich der Mannschaft helfen. Offensiv will ich der Mannschaft helfen. Natürlich will ich die Saison wieder mehr Tore und Assists machen als letzte Saison. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Mannschaft erfolgreich ist und nicht ja, Individualisten. Wir brauchen eine Mannschaft und das ist das Wichtigste und das ist das, was zählt. Ora ti faccio l'ultima domanda, la più importante. Terzo anno a Bologna. Racconta agli amici stranieri che cos'è per te Bologna, come si vive a Bologna e che cos'è un po' l'Italia, il cibo, cioè, la tua Bologna raccontata a chi vive fuori dall'Italia, visto che tu hai vissuto questa cosa, da straniero sei venuto in Italia e sei protagonista in questa bellissima città. Ja, Bologna ist sehr besonders. Ich glaube, Bologna ist, die Leute hier sind sehr freundlich. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Die Stadt ist bellissima città. Essen, mangiare, das Wetter, Sonne, Kaffee. Also die Stadt ist sehr besonders. Das Leben hier in Italien gefällt mir sehr gut und deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein. Il tuo piatto preferito della cucina bolognese? Mein Lieblingsessen hier in Bologna ist Mortadella.